Hallo and welcome to Amnesia, the Dark Descent. What follows is a couple of quick messages on how to get the best possible experience. Ich hoffe, dass der Ton in Ordnung ist, aber ich schreie auch immer laut ins Mikrofon, also ist das kein Problem. Wir werden auch gleich das Ganze ein bisschen leiser stellen, denke ich mal. Auch das Licht ein bisschen... Was ist das? Wir nehmen mal Rot. Amnesia should be played to win. Instead, focus on immersing yourself in the game's world and story. Do not worry about when and how to save during gameplay. The game will take care of that for you. When you want to leave the game, just choose save and exit. You can then use continue to return to where you left off next time you start up the game. The world of Amnesia is a dangerous place and you are extremely vulnerable. Do not try to fight the enemies encountered. Instead, use your wits. Hide or even run if necessary. Oh nein, eigentlich wollte ich das gerade nicht spielen. Ich dachte, es wäre so ein Walkthrough-Ding, wo man nicht sich verstecken muss. The interplay between light and dark is very important to the game, and because of this, it is vital to set up the gamma correctly. Use the slider control below to do so. Adjust it until the square at the right is barely visible. Also make sure to play in a dark room and wear headphones for the best effect. Gut, machen wir das Ganze mal ein bisschen heller. Gut. Rechts auf meinem Monitor sehe ich die Vierecke überhaupt nicht. Gott, das Loch, Alter. Das macht auch da rechts keinen Unterschied. Wir machen das mal so. Ich denke, so ist okay für YouTube. Haben wir schon Tee gemacht hier, ne? That is all. Hope you enjoy immersing yourself in the world of Amnesia, fictional games. Das ist eigentlich echt kein Bock auf. Die Musik ist, glaube ich, zu laut. So reicht vollkommen aus, oder? Also. Können wir auf Deutsch aus? Let's go! Ist das jetzt schon ausgegangen? Das steht jetzt auf Deutsch gegeben. Muss ich da vielleicht nochmal neu starten, dass es auf Deutsch ist? Show Subtitles ist vielleicht perfekt. Komm, wir machen alles los. Okay. Ich glaube, ich starte mal ganz kurz das Spiel neu. Einfach nur, weil ich in die Hoffnung habe, dass es auf Deutsch ist. Ich mache jetzt gerade mal ein bisschen lauter für euch. Ja, hier, hallo. Starten. Das einzige Blöde am Mikrofon, dass man alles hört. Ich muss mir echt mal ein neues... Ah, jetzt ist es auf Deutsch. Seht ihr? Neues Spiel beginnen. Normal. Ich mache kein schwierig. Das sage ich gleich mal, wenn es um Verfolgen und Verstecken und so eine Scheiße geht. Und Verfolgen und sowas... Vielleicht fällt es euch auf im Hintergrund, da fehlt was. Der Spiegel wurde endlich aufgehoben. Yeah. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Och nö. Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is
mich gerade so ein bisschen an Game of Thrones erinnert. Vom Stil so ein bisschen. Hallo? Ich habe jetzt schon. Momente wurde dem John hinzugefügt. Mit M kannst du auf die Momente schneller zugreifen. Sieh dir genauer an, wenn du nicht weiterkommst. Folge der Spur der Flüssigkeiten, finde ihre Quelle. Boah, ist das Motion Blur oder ist das einfach so in dem Spiel? Geisteskrank. Da ist es doch Radio Blur, oder? Was müsste das sein? Nö, oder? Es fängt gut an, das Spiel. Es fängt gut an. Alles muss... Oh, ich habe eine Errungenschaft schon freigeschaltet. Auf keinen Fall. Dark Descent verlassen, als es anfing, interessant zu werden. 16,4% der Spieler haben die Errungenschaft erreicht, also... Wenn die auch irgendwas umgestellt haben oder so. Weil ich meine, wenn man das alleine spielt, dieses Motion Blur oder so, ja, nicht so scheiße, ne? Aber wenn man aufnehmen mag, nimmt es halt extreme Performance weg. Wenn man halt nicht so einen guten Computer hat wie ich. Ja, es ist besser. Stuhl da jetzt gerade bewegen. Das war jetzt ein bisschen wenig. Das hat aber eben noch nicht geleuchtet, oder bin ich jetzt gerade? Beim Greifen eines Objektes drücke rechte Maustaste, um es zu werfen. Halte R gedrückt und bewege Ach so. Ich aber eigentlich ganz gerne werfen hier. Hi, my name is Thomas Grip, and I'm one of the co-founders of Frictional Games. I worked with engine code, gameplay code, design, and many other things for Amnesia. In my commentaries, I will mainly focus on the design behind the different parts of the game. I hope you'll enjoy them. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Die scheiß Ritterrüstung da hinten, Alter. The name of this level is Rainy Hall, and it's supposed to be a combination of atmosphere setter and tutorial for the player. We wanted the player to start the game in a slow way so they could settle in and get used to how the game works. Amnesia is not a game with constant action happening all the time, and we wanted to have a constrained map where the player gets used to this. The only thing you need to do is to follow the track and get to the end of the level. Also, following tracks is something that becomes very useful in later levels, so we try to teach players this from the start. Okay, danke schön. Das freut mich. Bist du besoffen oder was? Okay. Da rein wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, das war ein Nein. Ja, war ein Nein. Nein, wir sind jetzt wirklich dumm.
Sag nicht, wir können uns... Nein, okay, das geht nicht. Nee, das geht nicht. Doch, es geht. Zu der Büchsen kannst du Kerzen und andere Lichtquellen der Umgebung anzünden. Die aktuelle Anzahl der Zündelquellen. Das sagt nicht, dass wir uns in einem Schrank verstecken müssen. Wie stehen so viele Schränke? Oh nein. Was ist das für ein Spiel? Muss jetzt lang. Ist das so pretty? Das ist so ein Raum. Eine Zunderbüchse. Ich hoffe, dass es nicht zu lang geht, aber ich denke mal nicht. Ich habe mir das auch nur dann letztendlich gekauft, weil es irgendwie im Sale war für 99 Cent oder so. Diese scheiß Ritterrüstung, die erschreckt mich jedes Mal. Hallo. Ist da jemand? Ich glaube, ich hätte meine Pandoria-Tasse nehmen sollen. Ja, wir spielen das lustig durch. Okay. Ich wollte mich gerade machen, weil ich dachte, das kommt mal. Hallo. Du mit W. Mehr sage ich nicht. Du W. Darf ich vielleicht nicht zu lang laufen oder so? Hä? Man kann... Oh nein. Springen, rennen und ducken ist nie ein gutes Zeichen im Spiel. Aber rennen können wir nicht wirklich. Hier kommt doch irgendein Jumpscare. Ich hab's gesagt. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird sich dein geistiger Zustand allmählich verschlechtern. Zünde die Lichter in deiner Umgebung mit Hilfe von Zunderbüchsen an. Suche nach anderen Lichtquellen. Oh Gott. Gut, Spiel heißt ja auch Amnesia, aber... Das weiße Hemd. Mal weiter. Kann immer noch der Farbspur folgen. Alter Abschiefer. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Kurz hier, ne? Prost. Hm. Mal wieder eine Memo. This is one of the first level that we created for the game, and it was initially part of the archives level, which we will reach in a bit. Amnesia started out with a pretty different design, and when we redesigned it, the maps did not fit. This caused us to split them up and scatter them out. So in the first design, after this corridor, the archives level was supposed to follow, and the room lying there now was built much later. In fact, the first designs did not have Daniel waking up with an amnesia at all, and it was actually added later on. In the first story draft, Daniel still had hidden memories, but he was unaware of this at the start of the story. However, as we redesigned things, we found a waking up with amnesia thingy, although a bit cliché, much more fitting. Ich mag seine Stimme, die ist sehr angenehm. Die beruhigt ihn so immer so zwischen den... Oh, scheiße.
sollen wir hier lang? Ich glaube, wir sollen hier lang. Und wirklich rennen können wir nicht. Es ist nur so ein Baum. Eigentlich ganz gern auch so ein Feuerzeug, aber das gab es wahrscheinlich damals nicht. Oh, hallo, was seid ihr? Seid ihr Kakerlaken? Seid ihr Würmer? Was seid ihr? Dann wahrscheinlich immer so Einbildungen und die sind eigentlich gar nicht da. Da habe ich nämlich eine schöne Ausrede mit zu sagen, wenn irgendein Geist uns verfolgt, ja, der ist doch gar nicht da. Ich habe mich gerade vor dem Memo-gelben Ding da erschreckt. Habe ich mich hier drauf eingelassen. Und da ist er auch schon. Und da müsste Herr Schatten. Da, nee, es war einfach die Säule. Hi there, my name is Luis Rodero. I'm mostly the tool programmer, level scripter at times, and perhaps the main reason why the rest of the core team at Fictional Games is pretty much forced to speak English at our internal meeting, as I am the only non-Swede here. Now, what a Spaniard is doing with a bunch of Swedish guys is a whole different story we won't be discussing today. By the way, I will be talking mostly about tools and scripting. Hope you like it. The editors themselves went through a lot of design changes during the development. Not that many in visual appeal as in internal stuff, like data structures and handling. This happened mostly because at the beginning we only knew the basic stuff that needed to be in them, and as they grew in features and functionality, they started to kind of fall apart, mostly due to my big lack of previous experience in projects like this. Right now, aloud, what the hell still sounds in my head when I look at some parts of the code, but I am still proud of them. They can also get a bit buggy at times, but hopefully this won't happen again in the future, and I already got some nice ideas for the next iteration of the tools. Können wir die Bücher hier rumdrehen? Wir haben heute eine Laterne bekommen. Ich habe es ja gerade noch angesprochen, dass ich gern auch sowas hätte. Die Musik macht mir irgendwie mehr Angst als gerade das. Ich dachte gerade am Anfang nicht, dass hier so ein Typ steht, gern so irgendwo Wand. Dann lasst uns mal weitergehen. Sagen. Akzent von denen. Ach so, ja. Verstehe ich manchmal, also man kann es verstehen, klar, man versteht es auch, aber versteht es halt nicht. Also man versteht andere, also Wörter werden halt anders ausgesprochen so.